Das Leben in Berlin hat also seine Höhen und Tiefen. Besonders auffällig waren die vielen verrückten Menschen, die man dort oft traf. Das machte Berlin einzigartig. Nun gehen wir in die Küche. Und die Warmmiete? Satte Euro. Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. Heute nehme ich euch mit auf eine Roomtour durch unsere Wohnung in Berlin und teile meine Erfahrungen als Ausländerin in dieser aufregenden Hauptstadt in Deutschland, als ich in Berlin gewohnt habe. Außerdem zeige ich euch nicht nur unsere Wohnung, sondern spreche auch über die Miete, die Größe der Wohnung und was es bedeutet, in Berlin als Ausländerin bzw. Japanerin zu leben. Also bleibt dran und lasst uns anfangen. Ich habe bis 2023 etwa 18 Monate lang mit meinem deutschen Ehemann in einer Wohnung in Berlin gelebt. Da wir inzwischen ausgezogen sind, möchte ich euch jetzt als erstes ausnahmsweise eine Roomtour durch unsere Berliner Wohnung machen, in der wir gewohnt haben. Das war unsere Wohnungstür und hier kamen wir rein. Wegen des Brandschutzes war die Tür wirklich so schwer für mich. Der Flur war lang, aber schmal. Trotzdem war es sehr praktisch. Wie bei vielen Berliner Wohnungen gibt es nicht viel Platz für Garderoben. Übrigens wurde dieses Video kurz vor unserem Einzug aufgenommen. Direkt nach rechts gab es ein Schlafzimmer, aber wir haben das Zimmer als ein Arbeitszimmer benutzt. Vorne links und rechts gab es 2 Plätze, wo man Kleiderschränke hinstellen kann. Es war also ungefähr 2 Meter breit. Wir hatten wirklich 2 große Kleiderschränke, deswegen haben sie sich wirklich gut angepasst. Hinten im gleichen Zimmer gab es ein bisschen größere Plätze. Wir haben da 2 Arbeitstische, einen Schrank und eine Wickelkommode eingerichtet. Und direkt dahinter gab es einen quadratischen Balkon. Unser kleiner Balkon war mein absoluter Lieblingsort. Es war auch schön, eine Mauer zu haben, die uns von unseren Nachbarn getrennt hat, um Privatsphäre zu haben. Und es war praktisch, ein Dach über den Kopf zu haben. Nun gehen wir in die Küche. Wir haben aber gedacht, dass wir doch hier ein Schlafzimmer machen sollten, nachdem unsere Tochter geboren ist. Dieser Flur dient dazu, die anderen Räume miteinander zu verbinden. Wir gehen jetzt nach rechts, dort befinden sich eine Küche und ein Wohnzimmer zusammen. Ich mag die integrierte Küche und das Wohnzimmer. Ich finde es praktisch, weil das Kind im Wohnzimmer spielen kann, während ich koche. Wir hatten aber damals noch kein Kind, als wir die Wohnung gemietet haben. Die Küche war auch mit im Mietvertrag. Hier habe ich mein erstes Kochvideo aufgenommen. Die Küche war etwas klein, aber sehr praktisch. Wir schauen kurz drinnen in der Küche an, was ich in meinen Videos nicht gezeigt habe. Hier gibt es einen elektrischen Herd mit 4 Platten von Siemens oder Siemens auf Deutsch. Daneben gibt es ein paar Schubladen. Dann gibt es einen Ofen, was in Deutschland sehr typisch, aber in Japan nicht typisch ist. Schublade, Schublade. Schublade für Messer, Gabel und Löffel. Natürlich auch Esstäbchen. Dann wieder Schublade. Schublade für einen Mülleimer. Das ist eine Annehmlichkeit der Zivilisation. Spülmaschine von Siemens. Ich mag aber mittlerweile die Marke Miele sehr. Da oben gibt es einen kleinen Platz für Reiskocher. Ein kleines Waschbecken, Schublade und eine Dunstabzugshaube von Siemens. Ja, voll mit Siemens, aber keine Werbung. Es gab auch einen Kühlschrank, den wir aber nicht als Kühlschrank genutzt haben. Wir haben den Strom ausgeschaltet und Dosen, Pasta und so weiter darin aufbewahrt, was nicht bei niedrigen Temperaturen gelagert werden muss. Wir konnten unseren eigenen Kühlschrank daneben stellen. Die Küche war kompakt, aber praktisch, außerdem modern. Das war unser Wohnzimmer mit vielen Fenstern. Im Wohnzimmer war es immer so hell, was mir sehr gefallen hat.
Und man konnte auch vom Wohnzimmer in den Balkon gehen. Das heißt, man kann durch den Balkon ins Arbeitszimmer gehen. Hinter der Küche und dem Wohnzimmer gab es ein Arbeitszimmer bzw. Schlafzimmer. Wir haben das Zimmer als Schlafzimmer genutzt. Es ist nicht besonders groß, aber wir haben es gemütlich eingerichtet. Es gab aber eigentlich nur unser Bett und ein Beistellbett. Ihr fragt euch bestimmt, wo ist ein Essbereich? Neben der Küche haben wir einen kleinen hohen Tisch gestellt, da es nicht genügend Plätze dafür gab. Nun gehen wir in den Flur. Dann gibt es auf der rechten Seite ein Gast-WC. Schön sauber und auch ein Waschbecken dabei. Daneben gab es noch ein Zimmer, einen HWR mit einem Waschmaschinenanschluss. Natürlich gab es auch eine Waschmaschine. Das letzte Zimmer ist ein Badezimmer. Deutsche Badezimmer haben oft eine Toilette. Bei uns gab es eine Badewanne und eine Duschkabine getrennt. Hier zieht man sich auch um. Das Badezimmer ist wirklich zwischen Deutschland und Japan anders. In Japan gibt es noch ein extra Zimmer, wo man sich umziehen und ein Waschbecken sowie eine Waschmaschine einrichten kann. Dusche und Badewanne sind also in einem Raum getrennt. Wir gehen dann zurück zum Flur. Der Flur ist lang, oder? Deswegen haben wir auf der rechten Seite ein paar Bücherregale hingestellt. Eine Türsprechanlage mit Kamera, das ist wichtig. Ja, das war unsere Wohnung in Berlin. Die Wohnung war neu und wir waren die ersten Mieter der Wohnung. Das war toll. Bevor ich über die Größe unserer Wohnung und den Mietpreis spreche, möchte ich zuerst von meinen persönlichen Erfahrungen als Ausländerin in Berlin erzählen. Berlin ist eine aufregende Stadt, aber auch voller Überraschungen, besonders wenn man aus einer kleineren Stadt wie Leipzig kommt. Wir haben früher in Leipzig gewohnt und ich liebe die Stadt. Als mein Mann einen Job in Berlin bekommen hat, war klar, dass wir umziehen würden. Unser Plan war, in West-Berlin eine Wohnung zu finden, da er dort gearbeitet hat. Doch die Wohnungssuche stellt sich als eine der größten Herausforderungen heraus. Es schien fast unmöglich, eine bezahlbare Wohnung zu finden, die nicht nur unseren Vorstellungen entsprach, sondern auch preislich im Rahmen geblieben ist. Was uns besonders an Berlin überrascht hat, war die Größe. Hier meine ich nicht die Größe der Bevölkerung, sondern die Größe der Fläche. Man denkt oft, es sei einfach von einem Teil der Stadt in den anderen zu kommen, doch von West nach Ost braucht man oft über eine Stunde mit der S-Bahn. Und das, obwohl Berlin ein so gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz hat. Unser Budget für die Miete lag bei 1.300 € warm, aber selbst das war keine Garantie für eine vernünftige Wohnung in West-Berlin. Wenn wir eine passende Wohnung fanden, war sie entweder schon vergeben oder noch schlimmer, es handelt sich um ein betrügerisches Angebot. Das Leben in Berlin hat also seine Höhen und Tiefen und die Wohnungssuche gehört definitiv zu den schwierigen Aspekten. Doch mit etwas Geduld und Glück haben wir schließlich eine Wohnung gefunden, die uns gefällt. Um bei der Miete zu sparen, habe ich aber zuerst auch Wohnungen im Süden Berlins gesucht. Allerdings stand für mich fest, dass ich nicht im Süden Berlins wie Neukölln leben wollte. Eines Tages besichtigte ich alleine eine Wohnung in der Hermannstraße. Schon beim Ankommen fühlte ich mich dort nicht besonders wohl. Die Gegend war etwas unheimlich, selbst für mich als Ausländerin. Da ich damals Kinder wollte, war es mir besonders wichtig, in einer ruhigen und sicheren Gegend zu leben. Doch genau das macht die Wohnungssuche in West-Berlin so schwierig. Vor allem in Stadtteilen wie Grunewald, wo viele wohlhabende Menschen wohnen, ist es fast unmöglich, mit einem Budget von 1.300 € eine Wohnung zu finden und dort zu leben. Ist ja auch nicht unbedingt notwendig. Warum ist es aber so schwierig, eine Wohnung in Berlin zu finden?
In den letzten Jahren hat Berlin einen regelrechten Boom an Zuzügen erlebt. Menschen aus ganz Deutschland und der Welt stürmen in die Stadt, sei es wegen der Jobmöglichkeiten, des kulturellen Angebots oder der kreativen Szene. Doch diese Entwicklung hat auch dazu geführt, dass die Nachfrage nach Wohnungen rasant gestiegen ist, während das Angebot stagniert. In beliebten Stadtteilen wie Mitte, Prenzlauer Berg und Kreuzberg ist es fast unmöglich, eine erschwingliche Wohnung zu finden. Oft sind Wohnungen schon innerhalb weniger Stunden nach Veröffentlichung vergeben. Schließlich fanden wir eine Wohnung im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Sie war teurer als unser ursprüngliches Budget, aber wir haben uns trotzdem dafür entschieden, weil es sich um eine Neubauwohnung in einer ruhigen, grünen Gegend handelte. Ganz anders, als ich mir Berlin vorgestellt hatte. Die Lage war perfekt und es fühlte sich fast wie eine Oase mitten in der Stadt an. Unser Mietvertrag war allerdings ein sogenannter Indexmietvertrag. Dieser Vertragstyp ist in Berlin gerade sehr aktuell, vor allem bei Neubauwohnungen, und erlaubt jährliche Mietsteigerungen, die an die Inflation gekoppelt sind. Für uns war es also wichtig, dass die Mindestvertragslaufzeit ein Jahr oder weniger betrug, um flexibel zu bleiben. Eine Wohnung in Berlin zu finden, ist also generell eine Herausforderung und als Ausländer wird es noch komplizierter. Man braucht nicht nur einen Einkommensnachweis, sondern kann auch Probleme mit dem Aufenthaltsstatus bekommen. Zum Glück war es in meinem Fall einfacher, weil mein Mann Deutscher ist und über ein Einkommen verfügt. Andererseits wäre es sicher schwierig gewesen. Trotz dieser Hürden bietet Berlin als internationale Stadt einige Vorteile. Zum Beispiel wird hier viel Englisch gesprochen, so dass ich oft das Gefühl hatte, allein mit Englisch gut zurechtzukommen. Auch in unserer Wohngegend lebten viele Ausländer und wir kommunizierten meist auf Englisch mit den Nachbarn. Außerdem ist Berlin eine Stadt, in der man wunderbar anonym leben kann. Es ist selten, dass man in der Stadt jemandem begegnet, den man kennt. Und die Vielfalt der Menschen hier sorgt dafür, dass niemand danach fragt, woher man kommt. Das ist ein großer Vorteil, wenn man als Ausländer in Berlin lebt. Aber rückblickend war Berlin wirklich eine faszinierende Stadt. Es gab eine unglaubliche Vielfalt an Restaurants und Geschäften, viel mehr als in anderen Städten. Besonders auffällig waren die vielen verrückten Menschen, die man dort oft traf. Das machte Berlin einzigartig. Für mich persönlich wäre es jedoch nicht dauerhaft im Herzen Berlins zu leben, besonders jetzt, wo ich ein Kleinkind habe. Die Stadt ist teilweise schmutzig und an manchen Orten fühlte ich mich nicht so sicher. Dennoch habe ich viele schöne Erinnerungen an unsere Zeit dort. Ich habe übrigens schon einmal ein Video darüber gemacht, warum wir Berlin verlassen haben. Wenn euch das interessiert, schaut es euch gerne an. Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wie groß unsere Wohnung in Berlin war und was wir dafür bezahlt haben. Sie hatte etwa 83 Quadratmeter mit 3 Zimmern, eine moderne Einbauküche mit Kühlschrank, ein Badezimmer, einen HWR, eine Gastpeze, einen Balkon und sogar einen Kellerraum. Und die Warmmiete satte 1.800 Euro. Durch den Indexmietvertrag stieg die Miete nach einem Jahr auf 1.900 Euro und mittlerweile kostet diese Wohnung über 2.000 Euro warm. Wir merkten schnell, dass das auf Dauer einfach zu teuer wurde. Es fühlt sich an, als würden wir nur noch arbeiten, um die Miete zu zahlen. Das war auch einer der Gründe, warum wir uns entschieden haben, Berlin zu verlassen und aufs Land zu ziehen, besonders weil wir ein Kind haben. Jetzt leben wir in Niedersachsen in einer größten Wohnung für weniger Geld. Die Mieten in Berlin sind fast wie in Tokio, klein und teuer. Ich denke, dass die höheren Lebenshaltungskosten in Berlin auch mit den höheren Gehältern zusammenhängen. Natürlich verdienen wir jetzt weniger als damals, aber dafür sind auch die Mietpreise niedriger.
Die Stadt, in der wir jetzt leben, ist klein, aber trotzdem haben wir viele Vorteile. Wenn wir asiatische Lebensmittel brauchen, fahren wir einfach nach Bremen, wo es einen tollen asiatischen Supermarkt Go-Asia gibt. Hier ist es außerdem viel sicherer und ich habe einige nette Menschen kennengelernt, die uns das Gefühl geben, hier wirklich zu Hause zu sein. Nachdem wir hierher gezogen sind, haben wir uns ein Auto gekauft und das hat unsere Lebensqualität auf dem Land erheblich verbessert. Wir haben keine Probleme mit dem öffentlichen Nahverkehr mehr und können viel flexibler sein. Und ich liebe meine jetzige Wohnung sehr. Sie hat ein großzügiges Wohnzimmer, eine Terrasse und einen Garten. Ein Supermarkt ist gleich in der Nähe, was den Alltag sehr praktisch macht. Falls wir irgendwann einmal aus dieser Wohnung ausziehen sollten, würde ich irgendwann mal eine Roomtour von unserem neuen Zuhause machen. In Berlin hat mein Mann außerdem wirklich viel gearbeitet. Ich kenne das gut aus meiner Zeit in Japan. Wir beiden haben hart gearbeitet und dabei gemerkt, dass es wichtiger ist, Zeit mit der Familie zu verbringen, als nur Geld zu verdienen oder Teures zu kaufen und so weiter. Natürlich wünschen wir uns manchmal mehr Abwechslung und ein aufregendes Leben in der Stadt, aber jetzt mit kleinen Kindern schätzen wir das ruhige Landleben umso mehr. Es war für uns definitiv die richtige Entscheidung, aufs Land zu ziehen. Hier haben wir mehr Zeit füreinander und leben entspannter. So, das war's heute mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Berlin hat so viel zu bieten, von den lebendigen Stadtteilen bis hin zu den vielfältigen Kulturen. Unsere Wohnung in Berlin, die ich in diesem Video vorgestellt habe, war aber einfach nur ein einziges Beispiel in Berlin. Allerdings hoffe ich auch, dass ihr einige Inspirationen für euren eigenen Aufenthalt oder Umzug in die Hauptstadt mitnehmen könntet. In meinem Kanal könnt ihr nicht nur über Japan und Deutschland wissen, sondern auch verschiedene Rezepte aus Japan erfahren. Bitte vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Schaltet bitte auch die Glocke ein, damit ihr meine neuen Videos und Livestreams nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video oder Livestream. Dann, ciao! ありがとうございました。